Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diese super einfachen Stirnbänder. Die sind auch wirklich optisch wirklich schön. Und das hier ist jetzt ein ganz kleines. Ich denke mal, das passt zu einjährigen Kindern. Dafür habe ich eine Luftmaschenkette gemacht. Die war 36 cm lang mit einer 3 mm Häkelnadel. Und das hier ist jetzt für Erwachsene. Das war aus einer Luftmaschenkette mit 60 cm. Und wenn euer Kopf ein bisschen kleiner ist, dann könnt ihr das ja in der ersten Reihe bei der Luftmaschenkette zwischendurch an euer Kopf halten, von hinten zur Stirn lang. Und vielleicht sind es bei euch 50 cm oder 55, je nachdem. Und dann häkeln wir diese schöne Rippenoptik, verbinden das am Ende. Ich zeige euch die ersten 2, 3 Reihen und dann wiederholt sich sowieso alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und dann fangen wir an. Ich mache jetzt eine für Erwachsene und ich nehme auch diese Samtwolle, diesmal in rosa, und häkel mit einer 4 mm Häkelnadel. Und wir fangen erstmal an, dass wir uns die Wolle nehmen, auf die Häkelnadel tun, einmal drehen. Dann ziehen wir einmal durch. Und jetzt häkeln wir so lange, bis wir unser Kopfumfang erreicht haben. Also ich mache jetzt erstmal wieder ganz viele Luftmaschen. Die Anzahl zähle ich nicht mit, einfach bis ich 60 cm erreicht habe. Also das sitzt dann auch ein bisschen lockerer und nicht ganz so fest. Und dann sehen wir uns gleich am Ende dieser Reihe mit den Luftmaschen, wenn wir unsere Länge erreicht haben. So, ich habe jetzt eine Luftmaschenkette von 60 cm gehäkelt. Und in der zweiten Reihe häkeln wir jetzt auch nochmal erst ganz normale feste Maschen. Also direkt hier in die nächste Masche rein, Faden von hinten nach vorne holen, Faden nehmen und durch beide Schlaufen durch. Das ist unsere feste Masche. Und das machen wir jetzt auch die ganze Luftmaschenkette entlang, bis wir am Ende angekommen sind, und dann erzähle ich, wie es weitergeht. Am Ende der zweiten Reihe angekommen, häkeln wir hier noch die letzte feste Masche. Und ab jetzt machen wir am Ende jeder Reihe immer eine Wendeluftmasche. Dann drehen wir das Ganze. Und wir häkeln ab jetzt auch nur in jeder Reihe in die hintere Schlaufe. Ich zeige euch das einmal vom Nahen. Also wir fangen hier direkt in der ersten Masche an. Und wir häkeln hier in die hintere Schlaufe rein. Normalerweise wären das ja durch die beiden und jetzt einfach nur in die hintere. Und das machen wir auch in jeder Reihe so. Und die Wendeluftmasche nicht vergessen am Ende jeder Reihe und nur in die hintere Schlaufe häkeln. Dadurch ergibt sich auch nach paar Reihen dieses Rippenoptikmuster. Und jetzt könnt ihr das auch so lange weitermachen, wie breit ihr das Stirnband haben möchtet. Also immer nur in die hintere
Schlaufe reinhäkeln, eine ganz normale feste Masche und das Reihe für Reihe, bis die gewünschte Breite halt erreicht ist. Und da machen wir dann wieder weiter. Die ganzen Reihen in die hintere Schlaufe, am Ende jeder Reihe eine Wendeluftmasche, dann drehen und wieder immer in die hintere Schlaufe nur einhäkeln. Und wenn ihr soweit seid und das für euch breit genug ist, dann kommen wir zum Vernähen und zum Schließen des Stirnbandes und das machen wir dann gleich wieder zusammen. Ich spule das jetzt mal schneller. So, ich habe jetzt so lange gehäkelt, bis ich diese Breite hier erreicht habe. Das reicht mir aus. Ihr könnt das natürlich noch breiter machen oder schmaler machen, das ist euch überlassen. Jetzt schneiden wir den Faden etwas länger ab, weil wir damit das gleich vernähen. Ungefähr so habe ich jetzt freigelassen und dann ziehe ich das hier einmal raus. Dann ziehen wir das fest. Und damit wir jetzt hier vorne diesen Twist hier machen, zeige ich euch, wie wir das jetzt zusammen machen. Dafür fädeln wir erstmal unsere Wolle auf eine Vernähnadel. So, nehmen links und rechts die Seiten, klappen die einmal so ein. So sieht das jetzt aus. Und dann tun wir das so ineinander. Und das war es eigentlich auch schon. So, jetzt haben wir die Mitte so ineinander getan. Hier hängt meine Wolle. So ungefähr, dass das überall gleich ist. Und jetzt fangen wir an, hier dieses Mittelstück einmal zusammenzunähen, also durch alle 4 Lagen hindurch. Und das machen wir jetzt einfach nur ein paar Mal hin und her. Das ist auch nachher die Innenseite. So, das reicht auch schon. Jetzt nehmen wir uns hier links und rechts das Stück. Das kann man hier gut erkennen. Und tun die auch einmal übereinander. Und können das hier auch direkt einmal weiter vernähen. Auch einmal hin und her. Und das ist wirklich meiner Meinung nach das einfachste und dafür auch das schönste Stirnband, was es gibt. Ich habe das schon auch vor Jahren immer so gehäkelt. Also das ist wirklich einfach. Einfach nur ein paar Reihen hin und her häkeln. Und auch diese Rippenoptik macht immer so viel aus, dafür, dass man statt beide Schlaufen einfach nur eine Schlaufe nimmt. So, da habe ich jetzt auch einmal ein paar Mal hin und her gehäkelt. Dann einen Knoten rein, Faden abschneiden.
Und jetzt können wir das auch einmal drehen. Das können wir gleich vernähen. So, und unser Stirnband ist schon fertig. Ich finde das wieder wunderschön. Das einmal wegdenken. Das schneide ich gleich ab und vernähe das nochmal, damit das da auch nicht aufgeht. Und so sieht das jetzt aus. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich finde die so toll. Ich trage die auch wirklich gerne. Ich trage sie oft. Gerade jetzt in der Winterzeit natürlich. Und auch mit dieser Wolle. Nicht dieser Plüschwolle, sondern so fester Wolle sieht das auch sehr elegant aus, finde ich. Und auch für Kinder super geeignet. Ein bisschen breiter auch schön. Also die machen echt was her, finde ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Unter dem Video könnt ihr mich beim Thanks-Button unterstützen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video. Bis dahin.